Auf Instagram habe ich euch ja gefragt, was ihr so als nächstes für Videos auf meinem Kanal sehen wollt. Und da gab es die meisten Stimmen für das Thema enttäuschende Produkte. Dieses Video habe ich ja letzte Woche schon gemacht. Und dann mache ich heute ein Video, wofür es auch viele Stimmen gab. Und zwar für den Mini-Haul. Und ich muss sagen, dieser Mini-Haul ist gar nicht mal mehr so mini mittlerweile. Aber ich mache den jetzt mal trotzdem, weil es soll einfach ja, inspirierend für euch sein und es habt ihr auch geschrieben, dass die euch inspirieren. Das ist halt so der Sinn und Zweck. Ja, ich zeige euch einfach mal das erste Teil. Ich fange mal mit einem Teil an, was ich noch aus dem Sale ergattern konnte. Leider gibt es dieses Teil nicht mehr zu kaufen, weil der Sale jetzt irgendwie schon abgeräumt wurde. Aber ich versuche mal ähnliche Teile im Internet zu finden und die euch unten in der Infobox zu verlinken. Und jedenfalls geht es um einen Hut und ich hätte schwören können, dass ich eigentlich echt kein Hutgesicht habe. Aber dieser Hut hat mir dann doch ganz gut gefallen und zwar ist das dieser hier. Den habe ich bei The Couples gekauft und jedenfalls fand ich die Form zum einen super cool, also nicht zu riesig und auch nicht melonmäßig irgendwie zu klein oder so. Und die Farbe ist einfach so der Burner, weil das ist so ein gräuliches Beige oder fast schon grau und ist deshalb sehr farbneutral und passt einfach gut zu meinen Haaren, finde ich. Weil beispielsweise schwarze Hüte, das ist dann komplett zu dunkel irgendwie, finde ich. Und weiße Hüte sehen dann irgendwie zu unecht aus. Nee, einfach unpassend. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber der hier ist irgendwie cool. Ich setze ihn mal auf. Sieht vielleicht so ein bisschen aus wie so ein kleines Cowboy Girl. Aber ich finde es ultra cool. Ich finde, das passt auch zu vielen Sachen und bringt einfach nochmal so ein bisschen was anderes rein. Man kann so ein bisschen schlichte Outfits aufwerten und ist einfach cool. Ja. Das nächste Teil ist, muss ich zugeben, eher so ein Impulskauf gewesen. Das habe ich nämlich bei einer YouTuberin gesehen und zwar Viviana das Make-up. Und sie hatte das in einem Vlog an und ich fand es einfach ultra cool. Sie hat halt einfach auch so einen sehr schlichten, minimalistischen Style. Und das Teil hat mir an ihr einfach super gut gefallen und dann habe ich es auch mal bestellt und geguckt, ob es an mir auch passt. Und das hat es auch und ich zeige euch einfach mal das Teil jetzt endlich. Und zwar ist das dieses Kleid. Ich glaube, das kommt in der Kamera nicht so gut raus. Ich versuche es mal zu beschreiben. Also es ist ein Seidenkleid, also das heißt, der Stoff ist sehr fließend, aber relativ fest für Seide. In so einem dunkelblau. Ich dachte eigentlich, das wäre schwarz. Es ist auch als schwarz deklariert worden, aber ich finde, es ist dunkelblau. Und der Schnitt ist ganz schlicht wie so ein Hemd, aber es geht ganz lange, also es ist ein Kleid, ein Hemdkleid, ja, mit so einem ganz schlichten Kragen und einem Knopf hier und dann ist das hier so ein Reißverschluss-Detail und dann hat es hier unten noch zwei Taschen. Und das fand ich einfach ultra cool, ist ein ziemlich zeitloses Teil, was man zu Events tragen kann oder ganz leger irgendwie im Alltag mit flachen Schuhen beispielsweise. Außerdem war ich auf der Suche nach einer neuen Foundation, weil mir alle Foundations entweder leer gegangen sind, also die Armani Luminous Silk ist mir leer gegangen und der Tinted Moisturizer von Laura Mercier und alle anderen sind mir einfach zu hell. Und da war auf meinem Radar die Just Skin Foundation von Chantecaille oder wie auch immer man die Marke ausspricht. Jedenfalls ist das diese lila-silberne Tube hier. Das ist ein Tinted Moisturizer und den habe ich sehr, sehr oft schon bei anderen YouTubern gesehen und die haben den echt so immer in den Himmel gelobt, aber auch immer bemerkt, dass der so teuer sein soll, was er auch ist. Und da hat es mich dann doch irgendwie fast erschlagen, als ich dann doch wusste, wie teuer er wirklich war. Weil ich hatte im Kopf irgendwie so 64 €, dachte schon so, oh, voll teuer. Dachte so, okay, probierst du mal aus, weil so oft kaufe ich nun auch wieder nicht Foundations. Und dann war ich an der Kasse mit dem Teil und wollte bezahlen und die Verkäuferin dann so, ja, dann bitte 80 € von Ihnen. Und da war ich dann doch echt so, oh. Aber wenn man dann halt an der Kasse steht, also wie seid ihr denn da drauf? Ich wollte da jetzt irgendwie keinen Rückzieher machen, weil das wäre mir dann irgendwie zu doof gewesen. Hier sind auch 50 Gramm drin, dann dachte ich so, ja, naja, hier sind dann mehr drin als normalerweise. Trotzdem ein unglaublich teures Produkt. Aber naja, once in a lifetime irgendwie. Wollte ich mal ausprobieren. Die ist halt, wie der Name sagt, Just Skin, sehr natürlich. Das Finish ist weder mega glowy noch irgendwie sehr matt. Und im Vergleich zu der Armani Foundation, die Armani Foundation hatte mehr so ein matteres Finish. Also im Vergleich. Also sie war eher semi-matt bzw. so seidenmatt irgendwie. Aber auf jeden Fall anders als die normale Haut und die ist eher so wie, als hätte man sich eingecremt. Das finde ich ganz cool, weil das halt wirklich sehr natürlich ist. Die Deckkraft ist eher leicht, kann man aber ein bisschen aufbauen, finde ich. Aber ja, es ist echt so ein Tinted Moisturizer.
Ich kann aber noch nicht sagen, ob sie wirklich so viel wert ist und ob ich sie mir potenziell nachkaufen würde. Aber sonst kann ich mir echt nicht erklären, warum diese Foundation 80 € kosten soll. Es ist halt einfach die Marke, würde ich sagen. Ja, aber ich habe es noch nicht bereut. Werde es auf jeden Fall zu Ende benutzen, weil sonst bin ich ganz zufrieden und ja. Das nächste Teil ist leider auch nicht gerade billig und ich hoffe, ihr werdet mir dafür nicht den Kopf abreißen. Denn es handelt sich um eine Designertasche und die habt ihr eigentlich schon gesehen in meinem Outfit-Video. Und zwar ist das diese kleine Gucci-Umhängetasche. Und viele werden jetzt sagen so, Gucci? Weil ich fand, Gucci war jetzt auch nicht so wirklich auf meiner mega Wunschliste oder so. Oder unter den Marken, die ich besonders interessant fand irgendwie. Weil es halt echt so eine alte Prestige-Marke irgendwie. Und die Designs waren sonst nicht immer so schön, aber diese Soho Collection, zu der diese Tasche gehört, die ist echt ansprechend. Also ich habe Anfang des Jahres mal in dem Bräuninger Magazin durchgeblättert. Das ist die Frühjahr-Sommer 2014 Ausgabe gewesen. Und da habe ich diese Tasche gesehen. Diese hier. Das ist jetzt die Shopper-Variante aus der Soho Kollektion. Und dachte so, oh, voll die coole Tasche. Und habe dann unten geguckt, von wem ist die denn? Von Gucci. Also das Logo war mir halt echt nicht bekannt. Und dachte so, die haben ja coole Taschen. Weil die waren halt echt nicht auf mein Radar. Die hatten ja sonst immer, ja, einfach nicht so schöne Modelle, fand ich. Und dachte so, oh cool, aber die ist jetzt so mega teuer, also die kostet über 1000 €. Und dann habe ich mal geguckt, was die sonst so für Taschen haben. Und habe dann diese Tasche gesehen und die kostet normalerweise 620 €. Dachte schon so, oh, für eine kleine Tasche ist schon mega, mega der Hammer. Aber ja, habe sie halt erstmal so außer Acht gelassen, weil es war halt in dem Moment erstmal utopisch irgendwie. Und dann war ich aber zur Fashion Week bei einem Brunch von Net-a-Porter und da gab es in der Goodie Bag einen 150 € Gutschein. Und da dachte ich mir, ehe ich mir irgendwie kleinere Sachen kaufe, die ich nur so halbwegs wollte, dachte ich, stecke ich das Geld oder stecke ich den Gutschein in diese Tasche und gebe halt die restlichen 470 € dazu. Und habe mir halt diese Tasche geholt und habe es echt bis heute nicht bereut, beziehungsweise ich habe sie ja noch nicht so lange, aber bin halt mega zufrieden damit. Ich wollte halt schon immer so eine Umhängetasche mit einem Kettendetail haben. Ich habe halt so ein paar billige Varianten gehabt und mir immer die von Daisy ausgeliehen, sie hat so eine, aber ist einfach nicht vergleichbar, finde ich. Die Qualität ist halt wirklich schön, so ein richtig schönes Leder, es ist halt made in Italy und auch die Kette, allein die Kette ist halt super, allein wenn man das die mal so nimmt, wie das einfach so fällt, finde ich. Also man kennt ja Ketten, die irgendwie sich so verhaken die ganze Zeit und das ist bei der einfach gar nicht der Fall. Und ich finde die Farbe auch cool, weil das weder Gold noch Silber ist. Das heißt, ich kann es schön mixen zu Roségold oder Silber oder sonst was, ganz egal. Und das wertet halt einfach so Outfits auf, finde ich, wenn da halt irgendwie so eine Kette noch so da ist, finde ich. Also das ist halt echt so mein Ding mit diesen Kettenumhängetaschen. Das wollte ich halt echt immer haben. Und ja, so wir sind auch fast fertig mit meinem Haul. Es ist auch mittlerweile schon mega dunkel geworden. Boah, das hatte ich einfach an Herbst und Winter, dass es so mega schnell dunkel wird. Deswegen machen wir mal schnell weiter. Ich war nämlich letzte Woche bei dem Opening von TK Maxx in Berlin. Also wir haben ja schon ein paar TK Maxx Filialen, aber da hat eine neue Filiale am Alexanderplatz geöffnet. Ja, wir haben jetzt schon wieder eine neue Shoppingmöglichkeit hier in Berlin, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich habe versucht, mich das Ganze in Maßen zu halten. Und ich habe nichts Klamottenmäßiges gekauft, obwohl es da sehr, sehr gute Optionen gab. Also da gab es Marken, für die man sonst Hunderte von Euro ausgeben müsste und die echt so um 70% reduziert waren. Es ist ein Kochbuch. Und allein vom Aussehen hat es mich erstmal angesprochen, muss ich sagen. Der typische Verpackungsmensch mal wieder. Aber ja, ich finde das ansprechend, so mega fett Eat drauf und so mit so einem coolen Stoff überzogen. Und dachte so, was ist das denn für ein Buch? Hier steht The Little Book of Fast Food. Und das ist ein Buch, wo es darum geht, sehr schnell schönes, leckeres Essen zu machen. Also gerade wenn man irgendwie spät von der Arbeit nach Hause kommt und einfach mal nicht Fastfood essen, also typisches Fastfood essen will, sich irgendwas bestellen will oder sich einen Döner holen möchte. Und ja, da sind die Gerichte einfach danach ausgerichtet und es sind einfach so kleine Sachen, die sehen aber auch echt mega lecker aus. Und ich dachte so, ja, warum nicht? Kann man ja mal durchblättern und spontan was vom Kochen. Und wie ihr seht, der Text ist echt nicht super lang. Hier so ein bisschen
Und dann hinten so ein paar Gedanken steht hier. Und die Zutaten sind halt echt nicht mega viel, also selten ist es mal über 3 Zeilen oder so, wenn überhaupt. Und ja, das fand ich echt cool, kann man sich echt mal so inspirieren lassen, mal so durchblättern und wirklich mal was nachkochen. Und ja, das ist dieses Buch. Als nächstes habe ich was eher Unsinnigeres, und zwar ist das diese Lupe. Ja, es ist einfach nur ein Teil zum Hinstellen, also ich gucke mir zwar gerne Sachen unter der Lupe oder unter einem Mikroskop an, aber das war einfach nur so als Deko gedacht. Also gerade wenn man so das einfach mal auf ein Buch legt oder so, das fände ich halt mega cool. Also ich will halt später irgendwie so ein cooles, großes Regal haben und da so verschiedene Bücher platziert haben und auch schöne Deko-Sachen zwischendrin. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um es dazwischen zu arrangieren. Ja, muss man nicht haben, fand ich aber trotzdem cool. Dann habe ich noch eine kleine Tasse von Pantone. Na, jedenfalls ist das so eine ganz simple graue Tasse. Fand ich halt einfach cool, so eine kleine Espresso-Tasse. Ja, warum nicht? Weiter geht's mit einer anderen Tasse, aber das ist eine Kerze. Aber zum einen ist einfach mal der Behälter so mega cool. Eine kupferfarbene Tasse. Und die Duftrichtung ist auch der Burner. Moskau Mule, also das Cocktailgetränk irgendwie im letzten Jahr gewesen. Und also es ist Wodka mit Ginger Ale und Gurke. Und danach riecht es auch einfach, also ja, leicht alkoholisch irgendwie, aber auch irgendwie mega frisch und leicht so säurehaltig irgendwie. Ich bin halt mega schlecht im Beschreiben von Düften, aber ist einfach witzig. Ja, einfach so ein Spaßding irgendwie. Und wenn sie leer ist, ist die Tasse auch mega cool, ne? So, dann habe ich hier eins, was wieder ein Beispiel für ein toller Fund bei TK Maxx ist. Und zwar habe ich da mit meiner Freundin irgendwie da die Beauty-Regale durchstöbert und haben dann so Burberry-Produkte gefunden, also Make-up-Produkte. Und die waren halt auch echt mega reduziert. Also das ist jetzt ein Blush. Ich mache ihn mal auf. Und der hat 17 € gekostet, was ich echt mega gut finde. Ich glaube, normalerweise kosten die Make-up-Sachen, lass mich lügen, 40 € oder so. Jedenfalls um den Dreh. Und das ist diese Farbe hier. Das ist so ein bräunliches Peach, würde ich sagen. Und die sind echt mega hoch pigmentiert. Also die Qualität ist 1A. War auch überhaupt nicht angedetscht oder so, nur von mir mal geswatcht. Und Verpackungsmensch liebt natürlich die Verpackung. Also da kann man echt mal vorbeigucken. Die hatten auch Foundations, wollte ich aber jetzt keine kaufen, weil ich einfach nicht wusste, welche Farbe ich hatte. Und ich hatte ja schon meinen Foundation-Kauf, also lieber nicht. Na jedenfalls dieser Blush, also der ist einfach mega schön. Ich freue mich schon, wenn ich den benutze. Ich wollte ihn jetzt erstmal so ganz neu und frisch lassen für euch. Ja. So, jetzt bin ich endlich durch mit meinem Haul. Bitte haut mich nicht, dass es doch ein bisschen kostspieliger geworden ist. Ihr müsst ja nicht alles nachkaufen, aber ich hoffe, es war einfach inspirierend für euch. Und ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Und beziehungsweise ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat, so rum. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich glaube, ich werde ein Most Worn Things in Summer Tag Video machen. Glaube ich, ja. Ich denke schon. Und ja, bis dann. Tschüss.